Ich bin ja ein Riesenfan von Akkugeräten. Das ist für mich so die ultimative Flexibilität beim Arbeiten. Akkugeräte haben immer nur zwei riesengroße Probleme. Oft hält der Akku nicht so lange, wie man das wirklich braucht. Man muss also andauernd nachladen, andauernd die Akkus tauschen. Und das zweite riesengroße Problem, die kabelgebundenen Geräte haben doch immer viel, viel mehr Leistung. Und das fällt natürlich gerade auf, wenn man so große, leistungshungrige Geräte hat. Ich habe hier zum Beispiel einen 230 mm Winkelschleifer, also so einen richtig großen Bollo. Und wenn man damit arbeitet, dann will man natürlich mit viel Leistung und viel Dampf arbeiten. Und dafür habe ich heute zwei Lösungen, die ich mit euch zusammen ausprobieren möchte. Ich habe einmal einen neuen Akku, das ist ein 12 Ampere-Stunden Akku, den habe ich neulich schon mal vorgestellt. Mit dem kann man nicht nur deutlich länger arbeiten, der hat auch einen deutlich höheren Entladestrom. Und dann kann man sich zum Beispiel zwei 12 Ampere-Stunden Akkus hier einbauen und dann hat man schon mal die Möglichkeit, ich habe die gar nicht hier drin gehabt bisher, dass man hier wirklich länger mitarbeiten kann und auch einen höheren Entladestrom hat. Das Ganze bringt dann aber auch wieder ein neues Problem. Dadurch wird die Maschine natürlich deutlich schwerer. Früher hätte ich gesagt, von wegen stell dich nicht so an, aber wenn man ein bisschen älter wird, dann merkt man das plötzlich doch im Knochen und dafür gibt es noch eine geniale Lösung. Das ist ein Akku-Rucksack. Und da muss ich zu meiner Schande sagen, der liegt hier seit 6 Wochen in meiner Werkstatt. Morgen habe ich ein Projekt, dafür will ich den Akku-Rucksack einsetzen. Das heißt, ich bin gerade in einer alten Scheune unterwegs, zerlege da alte Pferdeboxen und da ist es natürlich unglaublich praktisch. Und dieser Akku-Rucksack, der bietet wirklich eine geniale Möglichkeit. Ich kenne es bisher nur in der Theorie, ich habe es also wirklich noch nicht ausgepackt. Man kann hier bis zu 4 Akkus reinpacken, man packt sich das Ganze auf den Rücken, man hat dann hier diese Anschlüsse, kann das Ganze hier anschließen und kann dann mit diesem Winkelschleifer arbeiten und hat nicht mehr die schweren Akkus, die man in der Hand hat, weil man das Gewicht auf dem Rücken hat. Ist so eine absolut geniale Technik, gibt es sicherlich nicht nur von Parkside, ich habe es zum Beispiel von Makita gefunden. Bei Makita kostet sowas aber schlanke 450 €. Parkside hat da vor ein paar Wochen 89 € für genommen. Ich glaube, aktuell sind es 99 €. Also da kann man wirklich nicht meckern. Da habe ich gesagt, von wegen dafür werde ich mir das Ganze mal gönnen. Ich schneide auch jedes Jahr meine Hecke. Das mache ich auch immer noch mit einem kabelgebundenen Gerät. Das möchte ich dann auch mit einem Akkugerät machen und dafür dann halt auch diesen Akku-Rucksack nutzen. Um das Thema mit den Akkus mal an einem praktischen Beispiel festzumachen, das ist ein 4 Ampere-Stunden Akku. Wenn ich den jetzt hier drauf packe, sehe ich, der hat 600 Gramm. Ich habe dann hier den 8 Ampere-Stunden Akku, der hat knapp 1 Kilo. Und der große 12 Ampere-Stunden Akku, der hat 1,5 Kilo. Alle Akkus haben die gleichen Zellen, das sind diese 21700er Zellen, die gelten als sehr langlebig, sehr leistungsstark. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich arbeite mit einem Winkelschleifer, ich habe den 4 Ampere-Stunden Akku, dann ist es natürlich schön leicht und angenehm damit zu arbeiten. Wenn ich aber mit richtig Kraft arbeite, dann schaffe ich den Winkelschleifer anzuhalten. Nehme ich den 8 Ampere-Stunden Akku, dann habe ich deutlich mehr Leistung, kann auch länger arbeiten, weil dieser Akku dann natürlich einen höheren Entladestrom hat. Und da habe ich schon mal deutlich mehr Dampf, kann wirklich vernünftig mit den Geräten arbeiten. Das mache ich seit Jahren mit diesen Winkelschleifern. Nehme ich dann aber diesen 12 Ampere-Stunden Akku, dann merkt man wirklich keinen Unterschied mehr zu einem kabelgebundenen Gerät. Das Gerät wird so dermaßen leistungsstark und da das Gerät an sich relativ leicht ist oder so, ist für mich das jetzt persönlich auch kein Problem, dass der Akku dann noch mal 500 Gramm schwerer ist. Also das ist einfach mal so der persönliche Vergleich, so wie ich das einordne. Und so kann man das im Prinzip auch sehen. Was die meisten wirklich immer nicht wissen, ein Akku, der größer ist oder mehr Amperestunden hat, der hat auch meistens einen höheren Entladestrom. Man hat hier, steht auf der Verpackung drauf, 160% mehr Entladestrom. Ist immer die Frage, auf was sich das bezieht. Konkrete Werte findet man da leider nicht. Ein weiteres schönes Beispiel aus der Praxis ist diese Metallhandkreissäge. Wirklich ein geniales Werkzeug. Die war bei meinem ersten Test an einer 20 mm Stahlplatte gescheitert. Da hatte ich noch den 8 Ampere-Stunden Akku. Ich bin dann irgendwann umgestiegen auf den 12 Ampere-Stunden Akku und damit hat das Ganze dann wirklich funktioniert. Ich hatte auch ein neues Sägeblatt, aber im Prinzip war es wirklich der Hauptfaktor die Leistung. Und bei der Leistung merkt man wirklich deutlich, wenn man den größeren Akku hat, dann hat man mehr Dampf bei dem
dem Gerät. Zu dieser Säge muss ich noch was sehr Spezielles sagen, speziellen Dank loswerden. Da hat mir ein Zuschauer ein Metabo Metallsägeblatt geschenkt, hat mir das zugeschickt. Da habe ich mich wirklich tierisch drüber gefreut. Ist jetzt auch eingebaut, habe ich die ersten Schnitte mitgemacht. Das funktioniert wirklich auch sehr gut. Matze, ich sage vielen, vielen Dank. Wenn wir uns wirklich irgendwann mal im Real Life sehen, dann würde ich mich freuen, wenn ich dir einen ausgeben darf. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Habe ich mich wirklich tierisch drüber gefreut. Die Säge hat übrigens noch einen weiteren tollen Vorteil. Damit habe ich eben das verzinkte Material hier durchgeschnitten. Also das ist aus dem Stall, den ich gerade umbaue. Und wenn man das Ganze trennt, dann hat man natürlich auch massive Dämpfe. Und mit dieser Säge kann ich das Ganze schneiden. Und ich habe ein paar Späne, die fallen auf den Boden, aber ich habe keine Dämpfe mehr. Die Säge hat nur ein Riesenproblem mit einem 12 Ampere-Stunden Akku. Das ist wirklich alles andere als leicht. Die wird dann wirklich deutlich, deutlich schwerer. Und da kommt dann wirklich dieser Rucksack ins Spiel. So, und im Prinzip ist das kein erklärungsbedürftiges Produkt. Ich habe ganz einfach den Akku, den ich sonst in meinem Gerät habe, jetzt auf dem Rücken. Ich habe hier 4 Bänke, ich kann hier 4 verschiedene Akkus einbringen und kann da auch verschiedene Größen nehmen, also könnte auch die kleinen nehmen. Ich habe jetzt richtig übertrieben. Ich habe 4 12 Ampere-Stunden Akkus. Dementsprechend habe ich jetzt 48 Ampere-Stunden Akkus und 20 Volt in diesem Rucksack. Das Gestell für den Rucksack habe ich jetzt mal abgemacht, das können wir uns gleich angucken. Das heißt, man kann das Ganze auch als Box irgendwo benutzen, kann das Ganze mal wie ein Koffer mit sich rumtragen, irgendwo hinstellen. Das ist eine weitere Möglichkeit. Jetzt kann ich das Ganze hier einfach zumachen und das ist es im Prinzip. So. Und dann ist das dieser kleine Koffer, kann ich den überall mit rumtragen. Ich habe dann hier diesen Anschlussschlauch, den kann ich verlegen an meinem Rucksackgestell und dann kommt das hier in mein Gerät rein. Und hier habe ich 2 Optionen. Für die normalen 20 Volt Geräte habe ich diesen kleinen Adapter, der wiegt also nahezu nichts. Und für die größeren 40 Volt Geräte wie diesen großen Winkelschleifer, da kann ich dann diesen zweiten Adapter nehmen. Und das ist es im Prinzip. Und jetzt habe ich halt die Belastung nicht mehr in der Hand. Ich habe die Belastung auf dem Rücken und mit so einem Rucksack oder so. Wir reden jetzt hier maximal von 3,6 und das Gerät wiegt, glaube ich, 4 Kilo oder dieser Koffer wiegt 4 Kilo. Reden wir also von knapp 10 Kilo. Und das ist natürlich wirklich eine coole Sache. Man hat hier wirklich einen nahezu unendlichen Akku. Ich will es nicht übertreiben, aber man hat einen Akku mit einer richtig langen Laufzeit, mit richtig, richtig viel Dampf und kann damit dann überall arbeiten. Und ich sage mal so, für 89 € bin ich eigentlich relativ begeistert. Finde ich nicht, dass das in irgendeiner Form ein Fehlkauf ist. Aber ich will es erstmal ausprobieren und dann sehen wir weiter. Und dieses ganze Gurtsystem, das hat hier einen Schalter für die Arretierung und dann kann ich das ganz einfach abnehmen oder kann das Ganze auch ganz einfach hier wieder reinstecken. Und wenn man sich so diese ganzen Gurte und das ganze System anguckt oder so, das macht wirklich auch keinen billigen Eindruck. Das heißt, ich habe hier eine vernünftige Polsterung, das sieht optisch vernünftig aus, das fühlt sich qualitativ gut an. Ich habe hier für den Rücken eine Polsterung, habe hier unten dann den Gurt für die Teil hier, habe hier zwischendurch auch noch einen Gurt, wo ich irgendwas zumachen kann. Also wie kann man sich wirklich wie einen vernünftigen Rucksack richtig gut irgendwo umschnallen, hat das dann schön auf dem Rücken. Und ich habe dann hier diese Clips, mit diesen Clips würde man das dann hier befestigen und kann sich das dann dahin führen, wo man das möchte. Das ist hier für einen Rechtshänder ausgeführt und man kann das hier abnehmen und kann das dann hier auch umfummeln, dass das ein Linkshänder auch also problemlos nutzen könnte. So, ich habe mir den Gurt eben schon mal so ein bisschen hingefummelt und dann kann man sich das Ganze hier relativ problemlos aufsetzen. Macht, wie gesagt, einen relativ bequemen Eindruck. Wenn man da ein Verhältnis zu haben will, ich wiege so um die 100 Kilo und ein bisschen Bauch habe ich auch und hier ist aber auch nicht mehr so viel Platz. Also wenn man extrem, dann sollte man überlegen, ob das das richtige für einen ist. Aber im Prinzip passt das wirklich gut. Also von der Passform her oder so ist das wirklich eine schöne Sache. Jetzt kann ich mir den Gurt hier oben dran legen und dann kann ich anfangen zu arbeiten. Bin da ultimativ flexibel, habe das Gewicht
auf dem Rücken und kann wirklich auch mit schweren Werkzeugen arbeiten. Und das ist auch das, was ich wollte, dass ich jetzt also mit einer Heckenschere über Stunden arbeite, das Gewicht auf dem Rücken habe und dass ich das Gewicht wirklich nur noch in der Hand habe. Und das mit den Akkus, das kann man ja dann auch noch, man kann es sich noch ein bisschen besser, natürlich so müsste man sich einstellen. Das mit den Akkus, das kann man sich ja dann auch noch so gewichten, sage ich mal, dass man zum Beispiel nur 12 Stunden Ampere Akkus einbaut und die anderen beiden in der Ladung hat und das dann immer wieder tauscht. Da muss man zwar öfter tauschen, aber dann wird es vom Gewicht her auch wieder noch mal ein Stück leichter. Aber ich finde es auch so nicht unangenehm. Und plötzlich sind alle normalen Akkuprobleme Geschichte. Das heißt, ich habe einen Akku, mit dem kann ich wirklich sehr lange arbeiten. Ich habe kein schweres Gerät mehr, dadurch, dass ich nur noch diesen kleinen Adapter hier angesteckt habe. Und ich habe zusätzlich einen extrem hohen Entladestrom, kann also mit richtig viel Leistung arbeiten. Und das merkt man speziell gerade an dieser Metallhandkreissäge. Da hat man wirklich richtig Dampf. Also es macht dann noch mehr Spaß, mit diesem Gerät zu arbeiten. Ich habe damit mehrere Vierkantrohre durchgeschnitten. Und das Schöne ist halt, die sind verzinkt und man riecht nichts, so wie ich das vorhin schon erklärt habe. Ich habe dann zwischendurch umgesteckt auf die große Flex hier. Da hat man dann auch richtig viel Dampf, habe diese beiden Adapter hier genutzt. Das geht also auch sehr schnell und man merkt auch, wie viel Leistung die Flex dann hat. Kann dann also mit richtig Dampf hier rangehen. Macht auch Spaß. Hat man natürlich gleich wieder den Mölm in der Werkstatt. Habe ich heute nicht so viel Lust drauf. Darum bin ich da auf mein neues Lieblingswerkzeug, auf diese Metallhandkreissäge zurückgegangen, habe da das Sägeblatt wieder im Einsatz hier natürlich und dann habe ich hier eine Gasflasche abgeschnitten. Da hatte ich vorne das obere Stück schon mal abgeschnitten, da bastle ich manchmal Sachen raus und dann sieht man hier, guckt euch den Schnitt an, der ist nicht angezeichnet. Man sieht hier wirklich keine Stelle an diesem Schnitt, einen ganz sauberen Schnitt. Hier vielleicht mal so einen ganz kleinen Absatz, das war es aber schon, ganz minimalen Grad und das kann man jetzt hier auch problemlos machen. Wo ich das erste Mal mit dem Gerät gearbeitet habe, bei so ein bisschen dickeren Materialien, wenn ich ein bisschen stärker gedrückt habe. Wie gesagt, da hat so ein bisschen die Leistung gefehlt. Da musste ich ganz vorsichtig mit umgehen. Jetzt mit dieser Version hier, von wegen funktioniert das natürlich unglaublich gut. Also ich bin schwer begeistert, mir gefällt das. Ich freue mich aufs Wochenende, wenn ich damit richtig loslege und ich freue mich auch, wenn ich meine Hecke schneiden kann und das mit diesem schönen Rucksack hier, mit einer schönen mobilen Heckenschere und dann nicht mehr erstmal immer wieder das Kabel ziehen und dergleichen. Das hat mich nämlich schon immer genervt. Das Einzige, wo ich mich jetzt wirklich lang hingelegt habe, ist der Preis, weil da kommt am Ende des Tages wirklich schon einiges zusammen. Und da fragt man sich oft, oh, das für Parkside auszugeben, muss das sein? Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, ich habe hier 89 für bezahlt, ich habe viermal den Kumpel gekauft, jeweils 79 Euro. Da bin ich dann am Ende des Tages 410 Euro los. Ist eine Stange Geld, aber für 410 Euro kriege ich bei anderen Anbietern gerade mal den Rucksack ohne Akkus. Und es ist natürlich so, dass ich hier die Akkus mixen kann. Ich kann also einen 12 Ampere-Stunden Akku nehmen. Ich kann hier dann die verschiedenen anderen 4 Ampere-Stunden, 8 Ampere-Stunden. Kann ich alles miteinander mixen. Ist für das Gerät alles wirklich kein Problem. Also da kann man sich auch erstmal so langsam rantasten, kann da gucken, wann da Angebote sind. Ich wollte euch das gerne vorstellen. Ich freue mich tierisch aufs Wochenende, wenn ich damit loslegen kann. Und auf der anderen Seite freue ich mich tierisch auf den Herbst, wenn erstmal ein Sommer da gewesen ist. Und dann freue ich mich natürlich darauf, wenn ich mal eine schöne Hecke damit schneiden kann und nicht mehr irgendeinen Kabelsalat habe, aber auch kein schweres Akkugerät habe, sondern einfach so einen kleinen Rucksack aufhabe. In diesem Sinne, ich wollte das Video schon sehr lange machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und damit einer von euch sich auch freuen kann und sich nicht so einen teuren Akku kaufen muss, werde ich einen von diesen Akkus verlosen. Kosten zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video mache, 99 Euro. Schreibt mir einfach einen netten Kommentar unter das Video, was ihr mit diesem Akku machen würdet und ich werde in einer Woche nach Veröffentlichung des Videos einen raussuchen, den werde ich anschreiben und werde an den Akku schicken. In diesem Sinne viel Spaß beim Schweißen, beim Handwerken. Bis dann, euer Manni.